Hallo Deutschlerner! Ich bin Herr Antrim und heute werden wir mit der U- und S-Bahn fahren. Ich werde euch zeigen, wie man eine Fahrkarte kauft, welche Tarifzonen es in Berlin gibt und wie man am günstigsten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin und Umgebung von A nach B kommt. Zuerst müssen wir darüber sprechen, welche öffentlichen Verkehrsmittel es in Berlin gibt. Es gibt Buslinien, die kreuz und quer durch die Stadt auf den Straßen fahren. Man kann fast alle Ziele mit einem Bus erreichen, aber es ist normalerweise schneller mit der U- oder S-Bahn, da die Busse gegen den Autoverkehr kämpfen müssen. Die U-Bahnen fahren meistens unterirdisch und sind normalerweise schneller als der Bus. Da die Spree durch Berlin fließt, muss die U-Bahn manchmal auch oberirdisch fahren. Es gibt 10 U-Bahn-Linien in Berlin. Alle U-Bahnen sind gelb. Wenn man mit der U-Bahn fahren möchte, sollte man ein Schild mit einem weißen U in einem blauen Kreis suchen. Die S-Bahnen fahren oberirdisch. Sie sind gelb und rot, aber offiziell heißt die gelbe Farbe Ockergelb. Ich bin altmodisch. Gelb ist gelb. Manchmal dunkel, manchmal hell. Gelb ist gelb. Egal welche Farbe Sie haben, es gibt 15 S-Bahn-Linien in Berlin. Es gibt eine sogenannte Ringbahn, die auf einer kreisförmigen Strecke von 37 Kilometern um die Innenstadt herumfährt und an 27 Bahnhöfen hält. Meine Freunde sind mit der Ringbahn gefahren, nur um die Stadt ein bisschen besser kennenzulernen. Wenn man mit der S-Bahn fahren möchte, sollte man ein Schild mit einem weißen S in einem grünen Kreis suchen. Außer den U- und S-Bahnen und den Buslinien gibt es auch über 20 Straßenbahnlinien in Berlin. Sie fahren zum größten Teil im Ostteil von Berlin. Es gibt auch die Metrotram, die fast genauso wie die Straßenbahn aussieht. Verwirrenderweise sind die Straßenbahnhaltestellen mit dem Symbol Tram gekennzeichnet und die Metrotram-Haltestellen mit M. Fahrscheine in Berlin gelten für alle öffentlichen Verkehrsmittel. S-Bahnen, U-Bahnen, Busse, Straßenbahnen, Trams und Fähren. Der Preis für die Fahrkarte hängt davon ab, in welchen Tarifzonen man fahren möchte und welche Gültigkeitsdauer man wählt. Es gibt 3 Tarifzonen: AB, BC und ABC. Touristen brauchen normalerweise nur eine Karte für die AB-Tarifzone. Aber wenn man ins Berliner Umland oder nach Potsdam fahren möchte, muss man eine Karte für die ABC-Tarifzone kaufen. Wenn man nicht weiß, für welche Tarifzone man bezahlen sollte, sollte man eine ABC-Karte kaufen. Das kostet nur 80 Cent mehr als eine AB-Karte und für mich ist es der Seelenfrieden wert. Dann, wenn man spontan nach Potsdam fahren möchte, hat man schon die richtige Karte. Jetzt wissen wir, mit welchen Verkehrsmitteln wir in Berlin fahren können. Zunächst werden wir uns einen Ticketautomaten ansehen. Manchmal sehen die Ticketautomate anders aus, aber inhaltlich sind sie alle im Prinzip gleich. Die Version, die wir uns heute ansehen, ist von der Webseite sbahn.berlin. Die erste Eingabemaske, die wir sehen, zeigt uns, welche Arten von Karten wir kaufen können. Ich empfehle entweder die Tageskarten oder die Optionen unter Tickets für Touristen. Die Tageskarten sind genau das, was man denkt. Man darf mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in den ausgewählten Tarifzonen einen ganzen Tag fahren. Unter Tickets für Touristen gibt es verschiedene Angebote. Ich kaufe normalerweise die Berlin City Tour Card. Sie ist günstig und die Rabatte, die man mit der Berlin Welcome Card bekommt, interessieren mich wenig. Wenn man lieber Rabatte hätte, sollte man die Berlin Welcome Card kaufen, da die Rabatte, die man damit bekommt, besser sind. Nachdem man die Karte ausgewählt hat, entscheidet man sich für die Dauer der Karte. Am Ende muss man für die Karten bezahlen. Man kann mit Münzen, Banknoten oder Karten bezahlen. Bevor man in den Zug einsteigen darf, muss man den Fahrausweis entwerten.
Es gibt einen kleinen Automaten vor dem Zug dafür. Man steckt den Fahrausweis in den Automaten und er stempelt den Ausweis mit dem Datum und der Zeit ab. Jetzt darf man mit der S-Bahn, der U-Bahn, dem Bus, der Tram oder der Straßenbahn fahren. Manchmal kommt ein Kontrolleur, der sicherstellt, dass die Personen im Zug eine gültige Fahrkarte besitzen. Wenn man ohne eine gültige Fahrkarte mit einem Zug oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, nennt man das Schwarzfahren. Wenn der Kontrolleur herausfindet, dass man keine gültige Fahrkarte hat, bekommt man eine Strafe dafür und muss auf jeden Fall 60 € zahlen. Warst du schon einmal in Berlin? Bist du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren? Schreib mir etwas über deine Erfahrungen in die Kommentare. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!